Es gibt sie, die Bikes, auf die scheinbar jeder in der Szene wartet, und trotzdem scheinen sie in absehbarer Zukunft nicht Realität zu werden. In diesem Video schauen wir uns die 5 Motorräder an, die auf fast jeder Wunschliste ganz oben stehen, von denen aber kaum jemand glaubt, dass sie auf der EICMA 2025 vorgestellt werden. Manche davon sind echte Legenden, andere füllen eine Marktlücke, die seit Jahren offen ist. Warum kommt da nichts und was hält die Hersteller zurück? Los geht's mit Platz 1, einem Motorrad, das für viele immer noch als das ultimative Sportbike gilt. The good, the bad and the ugly. Die Suzuki GSX-R 750 ist mehr als nur ein Motorrad, sie ist Kult. Das Mittelklasse-Supersportbike hat ein Fahrgefühl geboten, das zwischen der Leichtigkeit einer 600er und der brutalen Power einer 1000er angesiedelt war. Viele erinnern sich an legendäre Siege im Rennsport und an diesen speziellen Mix aus Handling und Leistung. In den letzten Jahren wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Suzuki die 750er für das 40-jährige Jubiläum der Gixxer neu auflegt. Doch was hat Suzuki geliefert? Nur neue Farben, technisch tut sich nichts. Warum? Suzuki konzentriert sich aktuell eher auf die GSX-R 1000, die zumindest ein kleines Update für Euro 5 Plus bekam, und steckt die Ressourcen eher in die großen Modelle. In manchen Märkten ist die 750er inzwischen ganz verschwunden, wie auch hier in Europa, und weltweit gibt es auch keinen echten Neustart. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Ein komplett neues Supersportmodell kostet richtig viel Geld und im Moment ist fraglich, ob sich das für Suzuki lohnt, wenn der Markt immer mehr Richtung Naked Bikes und Adventure abdriftet. Für alle Fans heißt das, auch wenn in Foren immer wieder Gerüchte kursieren, die Chancen auf eine moderne GSX-R 750 wird in naher Zukunft extrem gering bleiben. Vielleicht ändert sich das, wenn Suzuki seine 1000er modernisiert hat und wieder Luft für die Nischenmodelle bleibt. Bis dahin bleibt die GSX-R 750 ein Traum aus vergangenen Tagen, oder? Auch Triumph lässt viele Sportfahrer ratlos zurück. Die Daytona 765 war für viele das logische Nachfolgermodell der legendären Daytona 675 mit dem kräftigen Dreizylinder aus der Street Dribble. 2020 gibt es eine streng limitierte Sonderedition, die war aber in Rekordzeit vergriffen. Seitdem Funkstille. Kein reguläres Supersportmodell mehr im Programm. Woran liegt's? Triumph hat seine Strategie verändert. Adventure Bikes, Roadster und Modern Classics verkaufen sich besser als klassische Supersportler. Die Entwicklungskosten für ein reinrassiges Sportmotorrad sind hoch und die Zielgruppe ist im Vergleich zu früher kleiner geworden. Gerüchte und Prototypen gab es zwar, aber nichts davon ist bislang offiziell bestätigt. Selbst auf der Rennstrecke setzt Triumph bei der Daytona 200 mittlerweile auf die Street Dribble als Basis. Das zeigt zwar, dass der Hersteller Racing immer noch ernst nimmt, aber eine echte Daytona für die Straße fehlt. Die Community fordert trotzdem, Triumph braucht wieder Supersport im Line-Up. Doch alles deutet darauf hin, dass eine reguläre Daytona 765 noch lange auf sich warten lässt. Vielleicht bringt Triumph irgendwann eine kleine Sonderserie oder ein limitiertes Trackbike, aber wer auf eine Serien-Daytona 765 für die Straße hofft, wird sich wohl noch eher gedulden müssen. Die Yamaha Tenere 700 ist ein absoluter Verkaufsschlager, aber viele Adventure-Fans wünschen sich ein bisschen mehr Power, ohne gleich eine schwere Super Tenere fahren zu müssen. Genau hier kommt die Idee einer Tenere 900 ins Spiel. Mit Yamaha CP3 Dreizylinder, also dem Motor aus der Tracer 9 und etwa 120 PS. Damit könnte Yamaha eine echte Lücke schließen. Leichter und Offroad-tauglicher als die ganz großen Reiseenduros, aber deutlich kräftiger als die 700er. Es wäre eine Antwort auf Bikes wie die Tiger 900 Rally von Triumph oder die Africa Twin von Honda. Fachmagazine spekulieren schon länger über eine Tenere 900 und der Abschied von der großen XT1200Z Super Tenere macht den Weg frei für ein neues Modell in dieser Klasse. Bisher gibt es aber keine offizielle Ankündigung, Yamaha hält sich bedeckt. Warum könnte das Bike trotzdem kommen?
Zum einen ist der Markt riesig, die Community fordert das Modell immer lauter. Zum anderen ist die technische Basis längst vorhanden. Yamahas CP3-Motor ist erprobt, leistungsstark und könnte mit passendem Fahrwerk zu einer robusten Rallye-Maschine werden. Bleibt nur die Frage, wann Yamaha tatsächlich liefert. Gerüchten zufolge legt der Hersteller 2025/26 erst einmal den Fokus weiter auf die Tenere 700 und Varianten wie die World Raid. Die Chancen stehen also mittel, eine Tenere 900 könnte durchaus Realität werden, vielleicht aber noch nicht zur EICMA 2025. Die Nachfrage ist jedenfalls da, aber warum dauert das so lange? Leichte Adventure-Bikes boomen und Kawasaki hat mit der Versys X300 schon länger ein Modell im Programm, das gerade für Anfänger und Reisefans interessant ist. Doch während der neue 400er Zweizylinder längst in Modellen wie der Ninja und Z400 für frischen Wind sorgt, gibt es nach wie vor keine Versys X400. Das sorgt für ordentlich Frust in der Community. Die Frage, die viele bewegt, warum tut sich Kawasaki so schwer? Die Antwort liegt wahrscheinlich in der Modellstrategie. Einerseits muss Kawasaki aufpassen, die Versys X nicht zu nah an die größere 650er zu rücken. Das spricht dafür, dass wir frühestens 2026 mit einer 400er rechnen können. Und selbst das ist nicht sicher. Wer auf das Bike wartet, braucht also weiter Geduld. Andererseits ist das Interesse an einer moderneren, stärkeren 400er-Version riesig. Es wäre das ideale Bike für die A2-Klasse mit genug Leistung für lange Touren, aber trotzdem handlich und günstig. Konkurrenz wie die BMW G310 GS, KTM 390 Adventure und Honda CB 500X zeigen, wie groß der Markt für leichte Reiseenduros ist. Spannend bleibt, was würde eine Versys X400 besser machen als die Konkurrenz? Ein Traum, der besonders viele Honda-Fans beschäftigt, ist die Rückkehr eines echten V4 Superbikes. Die alten Modelle wie RC30 oder RC45 sind heute Ikonen mit Sammlerstatus und Rennsportgeschichte. Und spätestens seit Honda 2015 die sündhaft teure RC213 VS auf Basis des MotoGP-Bikes gebaut hat, hoffen viele, dass etwas auch als bezahlbares Serienmodell kommt. Doch bislang Fehlanzeige. Honda setzt aktuell alles auf die Fireblade mit reinen Vierzylinder und entwickelt sogar Dreizylinderkonzepte weiter, statt einen neuen V4 auf die Straße zu bringen. Das liegt zum einen an extremen Entwicklungskosten, aber auch an immer schärferen Emissionsvorgaben. V4-Triebwerke sind aufwendig, schwer effizient zu machen und wären als Homologationsmodell ein absolutes Nischenprodukt. Auch in der Superbike-WM gab es zuletzt keine Anzeichen dafür, dass Honda auf V4 wechselt, um wieder mit Ducati und Co. mitzuhalten. Vielmehr geht es um Weiterentwicklung der bestehenden Plattform und neue Hybridansätze zum Teil. Für alle, die auf ein straßenzugelassenes V4-Flaggschiff à la RVF 1000R hoffen, sieht es also düster aus. Bleibt die Frage, wird Honda die V4-Legende jemals wiederbeleben? Oder ist die Ära der V4-Supersportler endgültig vorbei? Was müsste passieren, damit Hersteller wieder mehr Mut zu exotischen Konzepten zeigen? Ihr seht, manche Bikes bleiben echte Wunschträume, obwohl die Nachfrage riesig ist. Am Ende entscheiden oft knallharte Wirtschaftlichkeit, die Modellstrategie der Hersteller und nicht zuletzt immer strengere Gesetze darüber, was wir am Ende tatsächlich auf der Straße sehen. Doch wie seht ihr das? Auf welches Modell wartet ihr am sehnlichsten und glaubt ihr, dass sich die Hersteller noch einmal von der Community überzeugen lassen? Oder ist die Zeit legendärer Nischenmodelle endgültig vorbei?